Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute müsst ihr ein bisschen durchatmen, denn das Tutorial wird ein bisschen schwieriger als die davor. Das wird jetzt ein bisschen fortgeschrittener. In diesem Tutorial müsst ihr ein bisschen mehr mit Variablen umgehen können, aber das kriegen wir schon hin, keine Sorge. Mythos Centralis, wie auch immer man den ausspricht. Ich hoffe, ich habe es gerade richtig ausgesprochen, wenn nicht, tut mir leid. Er hat mich auf die Idee gebracht, ein Mini-Staff-Game zu erstellen, das wir heute in diesem Tutorial machen werden. Am Ende des Videos gibt es noch eine coole Mitmachaktion, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Guckt euch das Tutorial an und dann könnt ihr es nochmal angucken und das Tutorial nachmachen. Das ist auf jeden Fall besser, so dass ihr es verstanden habt. Dieses Tutorial hier kann man als 100 Abo-Special sehen. Erstmal Hallo an die ganzen neuen Abonnenten. Falls ihr überhaupt nicht checkt, was ich hier in diesem Tutorial mache, könnt ihr unten in der Videobeschreibung einfach mal Fragen stellen. Oder ihr kommt auf meinen Discord-Channel. Auch Link in der Videobeschreibung. Dort kann ich euch auf jeden Fall so ziemlich jede Frage beantworten, die ihr habt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Nun gut, lasst uns anfangen mit dem Tutorial. Spaß. Als erstes gehen wir auf unsere Map und erstellen ein neues Event. Ich wähle hier spaßeshalber die Grafik einer alten Oma. Hier könnt ihr auch zum Beispiel eine Wache benutzen. Jetzt erstellen wir eine neue Seite mit einem Schalter, den wir Oma 1 nennen. Benutzt dort die gleiche Grafik wie auf der ersten Seite. Jetzt klicken wir dort in die leere Zeile und wählen Variable ändern aus. Erstellt dort eine neue Variable und nennt sie HeldX. Stellt bei Operand die Option Spieldaten, es öffnet sich ein neues Fenster und hier wählt ihr den Punkt Charakter aus. Wählt dort Spieler und daneben Karte X aus. Somit wissen wir, auf welches Kästchen sich der Held auf der X-Achse befindet. Klickt auf OK. Kopiert nun die Variable-Steuerung und fügt sie unten ein. Jetzt bearbeiten wir diese. Wir erstellen eine neue Variable und nennen sie Held Y, das wir für die Y-Koordinaten brauchen. Bei Operand wählen wir diesmal Karte Y aus und klicken auf OK. So, jetzt haben wir die Y- und die X-Koordinaten unseres Helden. Jetzt brauchen wir noch die X- und Y-Koordinate für die Oma bzw. der Wache. Kopiert wiedermals die Variable-Steuerung und wählt eine neue Variable, in diesem Fall Oma X. Wählt aber bei dieser Variable nicht den Spieler bei Operand, sondern dieses Event, da wir ja die X-Koordinate der Oma, also dieses Event, haben wollen. So, wählt Karte X noch aus und klickt auf OK. Kopiert nun nochmals die Variable-Steuerung und macht einmal das gleiche mit einer neuen Variable. Diese benennen wir Oma Y und wählt Karte Y aus. Klickt danach auf OK. Soweit so gut. Jetzt haben wir vom Spieler und von der Oma bzw. der Wache die Koordinaten. Jetzt geht es darum, den Abstand zu berechnen. Dazu müssen wir die eben erstellten Variablen nochmal verändern. Wählt nun noch einmal Variable steuern. Wählt nun die Variable HeldX. Bei Operation wählt ihr nun Sub. Das hat nichts mit der Fastfood-Kette Subway zu tun, sondern es subtrahiert die Variable, also sie wird abgezogen. Jetzt wählen wir bei Operand den Punkt Variable und wählen Oma X aus. Das heißt, HeldX wird jetzt minus der Oma genommen, was sich schräg anhört. Ich erkläre euch später, was genau wir da jetzt gemacht haben. Klickt erstmal auf OK, kopiert nun die Variable-Steuerung und macht das gleiche mit Held Y und Oma Y. Darunter klicken wir jetzt auf die letzte Zeile und wählen 5 Frames warten aus. Okay, was haben wir hier jetzt eigentlich gerade gemacht? Ich erkläre euch das Ganze nochmal. Also bei den ersten zwei Variablen finden wir heraus, wo sich genau der Held befindet und wo sich der andere Charakter befindet. Deswegen haben wir bei den ersten Variablen bei X und Y die Karte X und Y abgefragt, jeweils bei dem Held und bei der Oma bzw. Wache, was auch immer ihr erstellen wollt. Ich fand die Idee mit der Oma einfach nur witzig. Nehmen wir jetzt nur mal die Variable X. Von links nach rechts geht die. Dort bekommen wir jeweils eine Zahl raus, einmal für die Oma und einmal für den Helden. Bei der Oma haben wir, sagen wir mal 22 und beim Helden haben wir 20. Wo genau sie sich befinden, ist erstmal nicht so wichtig, denn danach werden die Variablen gegenseitig abgezogen. Das heißt,
22 minus 20 und dann bekommen wir eine Zahl raus von 2. Das heißt, der Held hat einen Abstand von 2 Kästchen und befindet sich auf der rechten Seite. Wäre er jetzt auf der linken Seite 2 Kästchen, dann wäre er bei minus 2 und bei plus 2 wäre er auf der rechten Seite genau 2 Kästchen Abstand. Wäre es nur ein Kästchen Abstand, wäre rechts 1, links wäre minus 1 und so weiter. Das gleiche ist auch mit oben und unten. Wir ziehen auch die Variable gegenseitig ab. Held y ziehen wir ab von Oma y. Das heißt, wenn er sich oben befindet, 2 Kästchen von ihr entfernt, wären wir bei 2, unten wären wir bei minus 2. Jetzt wollen wir noch eine Sicht von 3 Kästchen einstellen. Also braucht man, wenn der Held rechts ist, eine Variable zwischen 1 und 3, damit er gesehen wird. Okay, also wir lassen diese Oma nach rechts schauen und dann nach oben. Erstellt eine neue bedingte Abzweigung mit einem Schalter, den wir rechts nennen, der an sein muss. Und einen Haken bei Else-Abzweigung. Klickt auf OK. Klickt nun in die Bedienung und wählt die Variable Held x. Nun wählt ihr Größe oder Gleichzeichen aus und setzt Konstante auf 1. Klickt auf OK und kopiert diese Bedienung und fügt sie in derselben wieder ein. Jetzt geben wir eine 3 ein und daneben kleiner oder Gleichzeichen. In meinem Fall gebe ich hier nur eine 2 ein, da auf meiner Map nur 2 Kästchen Platz ist, wo sich der Held befinden kann. Klickt nun auf OK und fügt eine weitere bedingte Abzweigung rein. Hier muss die Variable Held y auf 0 sein. Seid nicht irritiert, wenn hier Oma y steht, das war ein Fehler und wird für mich noch korrigiert. Y steht für oben und unten. Das heißt also, der Held muss auf der gleichen Höhe wie die Oma sein, bzw. Wache. Jetzt geben wir einen Text ein, erwischt. Danach setzen wir den Spieler wieder zum Anfang zurück. Jetzt klicken wir auf OK, geht nun in die Else-Abzweigung, wählt dort eine bedingte Abzweigung, nehmt den Schalter und nennt ihn oben. Und daneben wählt ihr, dass er an sein muss. Klickt nun auf OK und in dieser Abzweigung klickt ihr nun doppelt und erstellt nochmal eine bedingte Abzweigung. Diesmal müssen wir die y-Koordinaten nehmen. Wählt Held y, Konstante auf minus 3 und das Größer- und Gleichsymbol und klickt auf OK. Diese Bedienung wird wieder kopiert und direkt in die Bedienung eingefügt. Jetzt geben wir eine minus 1 ein und das Kleiner- und Gleichsymbol. Jetzt klicken wir auf OK. Nun, wenn ihr jetzt alle aufgepasst habt, kommt jetzt die Held x-Variable, die natürlich auf 0 sein muss. Wählt daneben das Gleichheitssymbol . Kopiert jetzt noch die Textausgabe und den Teleport in die letzte bedingte Abzweigung. So, spätestens jetzt habe ich bemerkt, dass ich einen Fehler gemacht hatte, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Denn bei ersten muss Held y auf 0 sein und beim zweiten muss Held x auf 0 sein. So, ich fasse es nochmal kurz zusammen, was wir gerade gemacht haben. Der Schalter rechts muss an sein. Darum kümmern wir uns jetzt gleich später, warum der an sein muss. Held x muss zwischen 1 und 2 haben auf der rechten Seite. Ich habe bei mir 2 Kästchen frei, deswegen nur 1 und 2. Ihr könnt aber auch 3 machen, also zwischen 1 und 3. Damit habt ihr eine größere Sichtradius. Damit habt ihr 3 Kästchen statt 2 Kästchen. Oben habe ich 3 Kästchen gemacht, weil da genügend Platz war. Wenn er rechts ist, muss die Höhe natürlich gleich sein, also die y-Koordinate muss 0 sein. Weil wenn die auf der gleichen Höhe sind, haben beide zum Beispiel eine Variable von 20 und 20. 20 minus 20 gibt 0. Also sind sie auf der gleichen Höhe. Freut euch, wie es weitergeht. Wenn wir das erste Ereignis haben, dann wird das ein bisschen einfacher. Also das erste Event, das ist ein bisschen aufwendiger. Aber sobald wir das haben, wird es viel einfacher. Schaut weiterhin zu. Genießt das Tutorial. Weiter geht's. So, geht nun auf Seite 1 eures Events und gebt eine benutzerdefinierte Route ein. Zuerst geben wir 120 Frames warten ein und danach nach oben drehen.
Dann schalten wir den Schalter rechts aus und oben schalten wir an. Danach wieder 120 Frames warten, dann nach rechts drehen. Diesmal schalten wir oben aus und rechts an. Diese Route kopieren wir jetzt auch auf die zweite Seite, damit sie bei beiden Seiten das gleiche macht. Stellt die Häufigkeit der Bewegung noch auf höchste, damit sie dazwischen keine Pausen macht. Stellt es bei beiden Seiten gleich ein. So, nun klicken wir auf OK. Stellt die zweite Seite noch auf Parallelprozess. Jetzt erstellen wir die Sicht der Oma, damit der Spieler sieht, wo sie gerade hinschaut. Klickt dazu gleich rechts neben der Oma und wählt eine Grafik aus. Ich habe vorher ein rotes Viereck erstellt, das ich hier benutze. Macht einen Haken beim Schalter und benutzt den Schalter rechts, den wir in der Bewegungsroute angeschaltet haben, wenn sie nach rechts schaut. Stellt noch sicher, dass dieses Event unter dem Helden ist und klickt auf OK. Kopiert nun dieses Event, soweit ihr eure Sicht eingestellt habt. In meinem Fall war es zwischen 1 und 2 Kästchen. Das gleiche Event kopieren wir auch noch nach oben, wenn sie nach oben schaut. Ändert den Schalter, nehmt oben und klickt auf OK. Dieses Event kopiere ich wieder, soweit ihre Sicht ist. In meinem Fall war es eine Sicht zwischen 1 und 3 Kästchen, da ich vorher diese Variablen -1 und -3 eingestellt habe. So, jetzt erstelle ich ein wenig weiter weg von dem Event ein leeres Event. Setze es auf Spieler berühren. Dort gehe ich zur Schaltersteuerung und setze Oma 1 auf an. Das kopiere ich dann so, dass der Held, bevor er bei der Oma ankommt, auf jeden Fall drüber läuft, damit die Oma aktiviert wird. Ein Event weiter unten setze ich es dann wieder auf Aus. Somit ist der Parallelprozess der Oma nicht mehr aktiv und verbraucht auch keine Leistung mehr. Das mache ich jetzt so außen herum, so dass man, wenn man in der Nähe der Oma ist, der Schalter auf angeht und wenn man weiter weg geht, der Schalter wieder ausgeht. Jetzt stelle ich noch die Startposition ein und teste das Spiel. Wir sehen, die Oma dreht sich nach rechts und nach oben. Sobald wir auf das rote Lichtfeld laufen, kommt der Text erwischt und wir werden wieder zurück teleportiert. Soweit, so gut. Den schwierigsten Part haben wir jetzt überstanden. Ab jetzt wird es einfacher, weil wir die Variablen jetzt nur noch kopieren müssen auf verschiedene Ereignisse. Wir erstellen jetzt gleich noch ein Item. Schnell gemacht, Item ist gar kein Problem. Das wird jetzt erstellt und danach erstellen wir noch ein Event, das sich frei bewegen kann. Viel Spaß! Das Item ist ziemlich einfach. Erstellt ein neues Event, setzt es auf Spieler berühren und wählt eine Grafik aus. Klickt nun doppelt in die leere Zeile und wählt Schalter Steuern aus. Nennt den neuen Schalter unsichtbar und setzt es auf an. Darunter Ereignis löschen und fertig. Klickt auf OK. Jetzt gehen wir zu unseren heißgeliebten gewöhnlichen Ereignissen. Erstellt einen Parallelprozess mit dem Schalter unsichtbar. Dort gehen wir zuerst auf Bewegungsroute und wenden das auf den Spieler an. Und stellen seine Deckkraft, sagen wir mal, auf 180. Nun klicken wir auf OK und warten ca. 300 Frames. Darunter stellen wir die Deckkraft wieder auf 255 und stellen den Schalter unsichtbar wieder auf Aus. So, gehen wir jetzt mal zu unserer Oma, damit sie auch weiß, wann wir unsichtbar sind.
Geht zur zweiten Seite, klickt ganz oben doppelt darauf, wählt bedingte Abzweigung, wählt den Schalter unsichtbar auf Aus. Einen kleinen Haken im Elsa-Fall brauchen wir nicht. Klickt auf OK. Nun kopieren wir alles, was darunter ist, in die bedingte Abzweigung, so dass alles dort drin ist, wenn der Schalter aus ist. Somit wird alles in diesem Event ignoriert, wenn der Schalter unsichtbar auf An ist, also wenn wir unsichtbar sind. Und die Oma kann uns nicht mehr sehen, bis wir wieder sichtbar sind. Ich stelle die Wartezeit noch etwas höher, damit wir länger unsichtbar bleiben. So, wir haben es geschafft. Die Oma, die ist fertig. Der Spielcharakter darf sich jetzt nicht mehr erwischen lassen von der Oma. Wir dürfen nicht auf das rote Feld kommen, weil sonst fangen wir wieder von vorne an. Und da so ein Charakter, der einfach stillsteht, von oben, nach rechts, nach links, nach unten oder sonst irgendwo hinguckt, viel zu einfach für den Spieler wäre, erstellen wir jetzt noch einen, das sich zufällig bewegt und überall auf der Map auftauchen kann und euch auf jeden Fall erwischt, wenn es euch sieht. Auf jeden Fall viel Spaß beim weiteren Tutorial. Wir kopieren als erstes die Oma. Ich füge sie hier in der Mitte der Map ein. Jetzt tauschen wir noch kurz die Grafik in der Tochter um. Setzt die Bewegungsroute noch auf zufällig. Das gleiche machen wir auf Seite 2. Dort auf der zweiten Seite nehmen wir aber eine Bewegungsroute. Nehmt dreimal zufällig bewegen und um den Spieler zu ärgern, einmal auch zum Spieler hin bewegen. Jetzt gehen wir zur ersten Bedienung mit dem Schalter rechts. Markiert diese und drückt auf die Leertaste, um sie zu bearbeiten. Da die Tochter frei herumlaufen kann, brauchen wir hier keinen Schalter, sondern die Gesichtsrichtung. Geht also zur dritten Seite, wählt Charakter und die Gesichtsrichtung nach rechts. Und wählt dieses Ereignis aus. Das machen wir jetzt auch mit dem Oben-Schalter. Nur wählen wir diesmal Gesichtsrichtung oben aus. Macht noch einen Haken bei der Els-Abzweigung, markiert nun ganz oben die Gesichtsrichtung nach rechts und kopiert einmal alles. Fügt es in die leere Els-Abzweigung. Jetzt müssen wir noch Gesichtsrichtung links und unten bearbeiten. So, wir ändern jetzt die eingefügte rechte Gesichtsrichtung zu links. Und oben ändern wir in unten. Solltet ihr beides gemacht haben, gehen wir wieder ganz nach oben zu der Gesichtsrichtung rechts. Ändert dort die Variable HeadX von 2 auf 5. Bei der Richtung nach oben geben wir hier eine -5 ein. Bei links geben wir bei der ersten Variable -5 ein und bei der zweiten -1. Die 0 bei y können wir so lassen. Bei der Gesichtsrichtung nach unten geben wir hier eine 1 ein und bei der zweiten Variable eine 5. Somit haben wir jetzt in jeder Gesichtsrichtung eine Sichtweite von 5 Kästchen. Fügt noch einen Haken bei Schalter hinzu, ich nenne den Schalter Tochter und setze die zweite Seite auf Parallelprozess. Jetzt klicken wir auf OK und ziehen wie bei der Oma wieder unseren Kreis, wo die Tochter aktiviert wird. Erstellt ein Event mit dem Spieler berühren, in dem der Schalter Tochter angeht und ein Event, wo der Schalter wieder ausgeht. Das kopiere ich dann so, dass der Schalter angeht, wenn man hineinläuft und wenn man wieder hinausläuft, soll der Schalter ausgehen. Jetzt ein kurzer Test. Wir sehen, wir werden von ihr erwischt, wenn wir ihr zu nahe kommen. Aber sie läuft danach noch weiter, wenn der Text kommt. Das korrigieren wir jetzt noch. Wir klicken einmal doppelt auf den Text und fügen dort eine Schaltersteuerung ein. Ich nenne sie erwischt. Schaltet es auf ein und klickt auf OK. Textausgabe und Teleport löschen wir jetzt komplett. Und fügen dafür den Schalter ein. Bevor ihr das letzte auch löscht,
Erstellt vorher eine neue dritte Seite. Jetzt schneiden wir den Text und den Teleporter aus und fügen es in die dritte Seite ein. Setzt dann noch einen Haken bei Schalter, nehmt erwischt, somit kommen wir auf die dritte Seite, wenn der Schalter an ist. Setzt nach dem Teleport den Schalter Tochter und erwischt auf Aus. Die dritte Seite setzen wir auf Autostart. Wählt noch die Grafik der Tochter aus und bei Bewegungstyp auf Fest, so dass sie nicht mehr läuft. Klickt auf OK und wir testen das Ganze nochmal. So, jetzt bleibt sie stehen, wenn sie uns erwischt. Jetzt baue ich nur noch ein Ziel ein am Ende der Map, gebe dort eine Textausgabe und fertig. Mit diesen zwei Charakteren solltet ihr ein ganzes Minigame hinbekommen. Ihr könnt bei der Oma auch selbst herum experimentieren und verschiedene Blickrichtungen einfügen. Ich habe hier zum Beispiel noch eine Oma eingefügt, die in jede Richtung schaut. Ihr braucht dazu lediglich zwei Schalter für links und unten und die Variable könnt ihr zum Beispiel von der Tochter übertragen, dass sie ja auch nach unten und nach links schauen kann. Hoffe, ihr habt das Prinzip gut verstanden und seid mit den Variablen klargekommen. Das war es jetzt mit dem Tutorial. Hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Ihr könnt entweder das Tutorial nachbauen, ihr könnt aber auch unten in der Videobeschreibung das ganze Projekt runterladen. Dort könnt ihr nochmal alles nachgucken in dem Projekt selbst. Falls euch das Tutorial jetzt ein bisschen zu kompliziert war, könnt ihr das nochmal anschauen. Jetzt kommen wir zur Mitmachaktion. Wenn euch das Tutorial gefallen hat und ihr euch vorstellen könnt, eigene Levels damit zu bauen, dann könnt ihr mir die Levels in Facebook oder auf Discord zuschicken. Dann werde ich das irgendwann mal in den zukünftigen Videos auf diesem Kanal spielen, eure Levels. Die könnt ihr entweder aus dem Projekt direkt rauskopieren und eigene Levels erstellen oder ihr könnt das Tutorial nachbauen. Ich bin gespannt auf eure Levels. Schickt es mir einfach per PN, Discord, was auch immer. RPG Maker, MV Forum, wo ihr mich überall finden kann. Steht alles unten in der Videobeschreibung, die Mitmachaktion. Viel Spaß beim Nachbauen. Das war's mit dem Tutorial. Nochmal Grüße gehen an die neuen Abonnenten und an die alten Abonnenten raus. Bis dahin. Tschüssikowski.